Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal werde ich euch eine Weihnachtsdeko-Idee für den Hauseingang, Balkon oder halt für den Garten zeigen. Ja, und ich muss jetzt hier mal zunächst meine Pflanzen aus den Töpfen befreien. Das ist jetzt hier eine Knospenheide und dann haben wir hier eine Stacheldrahtpflanze. Der Anfang ist jetzt eigentlich so wie bei dem Video, wo ich die Pilze gebastelt hatte. Und ich werde jetzt hier mal einen Teil der Wurzeln entfernen. Warum kriege ich jetzt eigentlich schon wieder Hunger? Ja, und die Knospenheide muss man jetzt auch mal leider erwähnen, die bringen den Bienen und anderen Insekten leider gar nichts, weil die Knospen öffnen sich nicht im Laufe der Zeit. So, jetzt nehmen wir das hier mal auseinander. Und dieses Mal werde ich daraus eine Kugel basteln, aber ich muss noch einen Teil hier wegschneiden. Ist jetzt doch noch ein bisschen zu viel an Wurzelmasse. Und diese Wurzelmasse, die jetzt übrig bleibt, die kann man gleich noch verwenden. Ich bin zumindest hier schon ein bisschen am Überlegen. So, jetzt biegen wir dich hier mal zurecht, liebe Heide. Okidoki. Dann habe ich jetzt hier Bindedraht am Start. Ich habe jetzt vorzugsweise einen silberfarbenen Draht genommen. Könnt ihr auch eine andere Farbe nehmen, das bleibt ja wie immer jedem selbst überlassen oder einen dunklen, ne? Je nachdem, was ihr halt ja, toll findet. Wo kommt das denn jetzt hier? So, tun wir mal dahin. Das wird gleich separat eingearbeitet werden. Ist jetzt auch eine Knospenheide, die ist bereits am Kaputtgehen. Die war nämlich viel zu nass und die Wurzeln haben bereits angefangen zu verfaulen. Ja, das von daher beim Kauf immer aufpassen. So, und jetzt lege ich mir das hier mal so drum. Auch das, was hier gerade abgefallen war, warum auch immer. Einfach hier mal schon mal so, ich sag mal so grob justieren. Und wickel das jetzt hier schon mal so etwas mit meinem Bindedraht fest. Achtet nur darauf, dass man halt nachher nichts mehr von der Erde erkennen kann. Sonst sähe das Ganze letzten Endes ein bisschen unschön aus. Und ich möchte das aber jetzt so gestalten, dass es letzten Endes eine Kugel ergibt. Das soll jetzt kein platter Pilzkörper werden oder Pilzhütchen. Immer hier mal so Step by Step zurechtfriemeln, festwickeln. Dann kann man das hier immer so zurechtdrücken, damit es halt letzten Endes eine Kugel nachher wird. Und dann werde ich das jetzt aber auch mal an dieser Stelle hier mal ein bisschen für euch beschleunigen. So, den Bindedraht schneide ich nun ab und verfriere ihn an den bereits dran gewickelten Bindedraht. Wenn der jetzt mal stellenweise bei euch nicht so stramm sein sollte, einfach dann mal verzwirbeln. Na, hier so hin und her. So, und das Ende stecken wir jetzt hier einfach mal hinein. Ja, und umso mehr Bindedraht da letzten Endes drumherum gewickelt ist, umso besser könnt ihr dann auch die Kugel nachher ausformen. So, die kann aber jetzt erstmal beiseite. Ja, und auf die gleiche Art und Weise erstelle ich das gleich. Ja, mache ich das jetzt mit der Stacheldrahtpflanze. Ich mal auch hier etwas von den Wurzeln wegnehmen. Ja, machen wir mal so. Auch diese Kugel habe ich mir jetzt soweit ausgeformt und dann nehme ich jetzt hier mal diese Wurzelreste hinzu und forme mir daraus auch mal eine Kugel. Kann man hier auch ein bisschen wieder auseinanderfriemeln oder auseinanderreißen, weil das wäre jetzt Quatsch, das jetzt letzten Endes zu entsorgen. Ja, allzu groß darf die Kugel jetzt auch gar nicht werden, hätte ich vielleicht mal erwähnen können. Die Kugeln, die sollen alle eine unterschiedliche Größe haben. Jetzt muss ich mir aber auch noch ein bisschen Plattenmoos hinzuholen. Mal schauen, ob ich das hier auch noch verarbeiten werde. Das entscheide ich gleich erst im Laufe des Erstellens. Das Plattenmoos wird jetzt hier drumherum befestigt werden und zum Befestigen verwende ich wieder Bindedraht. Ich muss mir das hier mal eben schon mal etwas zurechtlegen. Kann ich gleich besser sehen, wie viel Plattenmoos ich letzten Endes noch benötige. Ja, das hier können wir jetzt abmachen. Das kommt dann beiseite für irgendein anderes Projekt.
Ne, ist jetzt auch wieder auf die gleiche Art und Weise wie vorhin. Auch hier schneide ich nun den Bindedraht ab und befestige ihn wieder. Ja, und man könnte jetzt an dieser Stelle auch noch darüber nachdenken, ob man diese Mooskugel jetzt letzten Endes noch mit Zapfen, Bucheckern oder womit auch immer bekleben möchte. Werde ich jetzt allerdings nicht machen. Ja, wobei, ihr werdet ja sehen, falls ich das jetzt doch noch machen sollte. Ich denke, ich lasse die jetzt einfach so, wie sie ist. Ansonsten, wenn ich die jetzt bekleben würde mit Zapfen oder halt Bucheckern oder Eicheln, ne, was weiß ich, dann hätte ich jetzt allerdings auch kein frisches Plattenmoos verwendet. Dann würde ich so Moosreste nehmen oder halt Moos, was nicht mehr so toll aussieht. Das wäre jetzt zu schade, dieses knallig grüne Moos jetzt hier irgendwo zu vertuschen. Da dann wirklich immer am besten altes Moos nehmen, was halt schon so gräulich oder bräunlich geworden ist. Ich habe jetzt hier einen Bambusstab. Alternativ zu dem Bambusstab könnt ihr aber auch beispielsweise, ich sag mal, ein Moniereisen verwenden. Ja, und die Kugeln werden jetzt auf diesen Bambusstab aufgespießt werden. Aber ich mache mir jetzt hier schon mal im Vorfeld mit einem Schraubenzieher, ich sag mal, so ein grobes Loch durch die Kugel durch. Ich hoffe, ich habe es dann auch ein bisschen einfacher. Gleich mit dem Durchpieksen. Das wird jetzt wahrscheinlich ordentlich Kraft auch kosten. Ja, und ansonsten die Kugel dann halt nachher wieder ausformen. Oh ja, also mal eben ist das auch nicht, trotz dieses Vorbohrens. Ich hau mal den Zeitraffer jetzt für euch rein, das dauert hier ein bisschen. So, geschafft. Am schwersten war jetzt letzten Endes die Stacheldrahtpflanze, Knospenheide. Mooskugel ging jetzt so einigermaßen. Hier nochmal gucken. So, und dann kommt hier oben drauf, dieser, ja, was man eigentlich für die Tannenbäume nimmt, ne? Diese, jetzt komme ich noch nicht mal auf den Namen. Tannenabschlussstecker. Gucken. So, ich glaube, das sieht schon mal ganz nice aus. Ich werde jetzt aber wahrscheinlich noch weiter dekorieren. Als nächstes bastel ich mir eine Girlande mit Zapfen einer Schwarzkiefer. Und ich fange jetzt mit den kleinsten Zapfen an, die ich habe. Und nach unten hin wird das Ganze dann halt größer, also von der Zapfengröße her. Und ich nehme jetzt hier meinen Bindedraht und lege mir den hier unten entlang, ne? Wo die Zapfen, ich sag mal, oder die einzelnen, ich nenne es jetzt einfach mal Schuppen, so auseinandergehen. Ich lasse jetzt auch ein bisschen vom Anfang mal hinausschauen. Ich gehe da so 2- bis 3-mal immer drum, damit er auch nachher halt gut hält. Ja, und an dieser Stelle bleibt es jetzt hier auch wirklich jedem selbst überlassen, ob er die Zapfengirlande, ich sag mal Zapfen bei Zapfen machen möchte oder so wie ich mit Abstand. Also ich werde das jetzt hier definitiv mit einem Abstand erstellen. Ist auch letzten Endes wirklich Geschmackssache, ne? Was ihr halt schöner findet. Ja, ihr könnt mal eben beiseite. Den Bindedraht schneide ich jetzt auch wieder ab, aber ich lasse hier noch etwas Reserve, man weiß ja nie. So, der Draht kann aber jetzt noch beiseite, ihr könnt auch beiseite. So, okidoki. Ja, das machen wir mal eben noch mal ab. Sicher ist sicher. Ich muss das Ganze hier mal eben justieren. Und ich muss jetzt mal eben in meinen Garten rennen. Ich höre gerade den Eisvogel. Wenn ich ihn mir auf der Kamera erwischen sollte, dann zeige ich euch das. Ja, ich muss mal eben weg. Ich habe den Eisvogel jetzt leider nicht mit der Kamera erwischen können, aber man hört ihn ja auf jeden Fall im Video. Und diese Zapfengirlande, die wird jetzt hier drumherum drapiert werden. Den Anfang, den wickele ich mir jetzt hier einfach um meinen Bambusstab hier oben drumherum.
Und dann wird die halt so, ich sag mal so nach Gefühl eingearbeitet werden. Die Zapfen, die könnt ihr auch immer noch, wie heißt es, zurechtbiegen. Und dann halt einfach so einarbeiten, wie ihr es halt, ja, letzten Endes mögt. Das Ende der Zapfengirlande wickel ich mir jetzt hier unten um den Bambusstab drumherum und dann werde ich das Ganze aber auch noch ein wenig justieren. Überschüssigen Draht, den kann man dann auch abschneiden, ne, wenn ihr jetzt zu viel am Ende haben solltet. Zu guter Letzt kommen jetzt noch Rispenhortensien hinzu und die hatte ich vorhin noch mit etwas Silberspray angesprüht. Das Spray, das packe ich mal mit in die Videobeschreibung rein. So, ich muss den Stiel hier mal eben einkürzen. Ja, und befestigt werden die Rispenhortensien mit sogenannten U-Haken. Einige kennen die auch unter dem Begriff Haften oder halt Krampen. In meinem Fall sind das jetzt so ganz kleine. Ja, und die werden jetzt, ich sag mal so frei Schnauze, halt nach Gefühl eingearbeitet werden, wie ich es halt letzten Endes, ja, für schön empfinde. Ist jetzt hier ein bisschen friemelig, muss ich zugeben. Mal eben hier schon mal die Hafte justieren. Und dann stecke ich das hier einfach in das vorhandene Grün hinein. Vielleicht muss ich auch mal stellenweise mit 2 Haften, Krampen arbeiten. Einfach mal gucken, ne, wie es bei euch hält. Ansonsten könnte man jetzt auch mit der Heißklebepistole arbeiten. Aber ich wollte jetzt heute mal ein bisschen weglassen. Jetzt fehlt nur noch meine Baumkrone und dann bin ich mit der Dekoration auch soweit fertig. Ja, und was ich jetzt auch noch erzählen wollte, die Zapfengirlande habe ich jetzt stellenweise auch noch mit Krampen befestigt. Also ich finde meine Deko auf jeden Fall schon mal klasse und ist jetzt letzten Endes eine Dekoration, die hat auf jeden Fall schon mal nicht jeder. Und den Bambusstab, den werde ich erst an Ort und Stelle einkürzen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das dann am Hauseingang später platzieren möchte oder dann halt doch im Garten. Ja, und alle benötigten Materialien für das Projekt findet ihr natürlich nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, eure Pink Peach. Bye!